Das Institut Arte Nova, Institut für Eurythmie in Forschung und Kunst, gibt es seit 2007. Wir arbeiten an der Erforschung von Bewegungen in der Natur und bei Menschen. Alles in der Natur bewegt sich. Pflanzen wachsen, haben Stoffwechsel, bilden ihre Früchte aus. Und wir Menschen können diese Bewegungen, diese Veränderungen wahrnehmen, verinnerlichen und selbst als Bewegung zum Ausdruck bringen. In der Eurythmie haben wir verschiedene Gesten, mit denen wir diese Bewegungen differenziert aufgreifen können. Und diese Gesten geben wir wieder an die Pflanzen und gestalten sie damit in ihrem Wachstum und in ihrer Qualität mit. 1986 habe ich mein Eurythmie-Studium abgeschlossen. In diesem Studium lernt man eine Fülle von verschiedenen Bewegungsprinzipien. Mich hat es vor allem interessiert, jede einzelne Bewegung in Bezug auf mein Innenleben, auf meine Erfahrung, was das mit mir innen macht, zu beobachten, dass in jeder Bewegung eine Veränderungsmöglichkeit vorhanden ist. Man kann es auch beobachten an anderen, wenn man mit anderen Menschen bewegt, dass das genauso einen Einfluss auf andere hat. Wenn man ihnen die Bewegungsmuster, Qualität, Laut beibringt oder anbietet. Aufgrund von dieser Erfahrung ist mir eine grosse Frage gewesen, gibt es ein Medium, an dem man das wie objektiv, sachlich zeigen kann, dass das, was wir innerlich, energetisch, ätherisch in Bewegung bringen, eine Wirkung aufs Umfeld hat. Und da bin ich auf die Pflanzen gekommen. Ich habe mit Pflanzen verschiedene Versuche gemacht und es war interessant, die haben in der Struktur, in der Morphologie verschieden reagiert, ob ich mehr eine zusammenziehende, ballende Bewegung gemacht habe oder mehr eine zyklische, fließende, prozesshafte Bewegung. Da reagiert eine Pflanze drauf. Erstaunlicherweise. Aufgrund von dem bin ich ins Gespräch gekommen mit anderen Künstlern und Wissenschaftlern und habe gemerkt, dass das andere auch interessiert. Was wir für ein Potenzial in uns haben, alle von uns, eine konkrete Kräftewirksamkeit in Austausch zu bringen mit dem Umfeld. Und aufgrund von diesem Interesse haben wir angefangen, zusammen ein Projekt aufzubauen. Und 2007 haben wir miteinander das Institut Arte Nova gegründet. Arte Nova hat ja so begonnen, dass wir Fragen miteinander besprochen haben, wo es immer um das Gebiet eigentlich von Wissenschaft und Kunst ging, aber auch um die Frage des Lebendigen, des Ätherischen. Und diese Fragen haben mich immer auch schon beschäftigt, insbesondere eben auch die Frage des Verhältnisses von wissenschaftlicher Produktivität auf der einen Seite und künstlerischem Schaffen oder eben auch künstlerische Produktivität auf der anderen Seite. Und beides, also sowohl die Tätigkeit des Erkennens wie auch die Tätigkeit des Kunstschaffens, stehen für die Anthroposophie an zentraler Stelle. Also man kann eigentlich alles, was die Anthroposophie ist, letztlich zurückführen oder fundieren auf wissenschaftlicher Tätigkeit einerseits und künstlerische Produktivität andererseits. In den ersten Jahren haben wir bei Arte Nova vor allem mit Laborexperimenten gearbeitet. Tanja Baumgartner hat Kresse eurythmisch behandelt und die Samen wurden dann im Labor zu Tausenden statistisch ausgewertet. In den letzten Jahren kamen vermehrt Praktiker an das Institut Arte Nova heran mit Fragen aus ihrer alltäglichen Arbeit. Wie können wir mit Eurythmie das Wachstum von Getreidepflanzen in der Züchtung, die Qualität von Äpfeln im Apfelanbau oder auch die Lebensmittelqualität von Brot im Backprozess positiv durch Eurythmie beeinflussen? Meine Aufgabe ist es, als Bäcker
Getreide so aufzuschließen, dass es den Menschen, die mich umgeben, Nahrung ist. Und das ist eine hohe Verantwortung. Das heißt, auch von der Seite muss man immer wieder fragen, was ist denn jetzt angemessen? Und mache ich Knäckebrot? Mache ich Fladenbrot? Muss ich überhaupt Brot backen? Welche Getreidesorte ist jetzt, oder Getreideart, also Emmer, Weizen, Dinkel, Roggen, was ist jetzt eigentlich richtig oder was wird eigentlich gebraucht? Und dann, wenn wir zum Brot kommen, ja, da gibt es Hefebrot, da gibt es Fermentbrot, da gibt es Sauerteigbrot, da gibt es die Idee des Honig-Salz-Brotes. Wie kann ich das beurteilen? Was brauchen die Menschen? Diese Frage, wie muss Brot heute sein, dass sie die Aufgabe der Ernährung, also sowohl des Körpererhaltens und Aufbauens, wie auch, dass der Mensch frei denken kann und in Entwicklung bleibt, wie muss da das Brot beschaffen sein? Weil meine Erwartung ist, das entwickelt sich weiter. Motivation, um überhaupt Pflanzen zu züchten, ist eigentlich die Überzeugung, dass unsere Kulturpflanzen ja einerseits eben aus der Natur rauskommen, aber durch einen Menschen aus der Natur rausgehoben worden sind und am Menschen gebunden sind. Und damit die Entwicklung eigentlich weitergeht, muss man ständig eigentlich züchten. Das gehört zu der Kultur. Man kann sie nicht nur anbauen, wir müssen eigentlich auch sie auf ihrem Weg in die Zukunft hinein begleiten. Und das ist für mich eigentlich so ein Grundgedanke von der Evolution. Die Evolution, von der ganzen Erde, die ein ständiger Fluss ist. Und Kulturpflanzen, die haben wir als Menschen in einem gewissen Sinn aus dem natürlichen Evolutionsprozess herausgelöst. Und weil wir sie herausgelöst haben, sind wir jetzt auch verantwortlich, die evolutive Entwicklung zu begleiten und Kulturpflanzen in die Zukunft zu führen. Und wenn wir gerade denken, zum Beispiel auch im Hinblick darauf, dass sich das Klima verändert, ist es ganz wichtig, dass die Kulturpflanzen auch den Gegebenheiten immer wieder angepasst werden. Es sind ja die meisten Projekte so, dass wir eine Substanz, eine Pflanze eurythmisch behandeln. Das heißt, am Anfang jedes Projektes ist ein Kunstprozess. Und im Kunstprozess geht es darum, im Moment völlig frei von sonstigen Einflüssen gestalterisch tätig zu sein. Da gibt es im Prinzip keine Grenzen. Man macht natürlich vorher sich eine Idee, jetzt will ich M behandeln oder B oder L. Und im Rahmen dieser Idee aber hat man die völlige Freiheit, quasi zu tun oder zu lassen, was man will. Und jetzt kommen wir bei Arte Nova und wollen die Wirkung dieser Behandlung untersuchen. Also wir schauen nicht direkt den Kunstprozess an, weil den kann man nicht wissenschaftlich untersuchen. Das ist eben ein Kunstprojekt, der ist einzigartig. Da kann im Prinzip nur der Künstler beschreiben, was er im Moment gemacht hat. Und man sieht äußerlich, was er zur Erscheinung bringt. Bei der Eurythmie ist das ja eigentlich die Gebärde, die man macht, mit den Händen oder mit dem ganzen Körper. In unserem Fall wollen wir aber schauen, wie sich die Gebärde, wie sich die Bewegung auf eine Pflanze überträgt. Im Zusammenhang mit der Arbeit mit Arte Nova habe ich nicht von Anfang an ein konkretes Ziel verfolgt, sondern bin mehr so geleitet davon, dass ich sehen kann, dass viele Einflüsse, die von außen kommen, vom Menschen oder von klimatischen Dingen einen Einfluss auf den Teig und auf das Brot haben, also das mit beeinflussen.
Und da kann man natürlich die Frage haben, kann ich damit nicht auch bewusst umgehen? Und wenn ich mit solchen Dingen bewusst umgehen will, dann brauche ich irgendwas, wonach ich mich richte oder was mir sagt, ja, wie kann ich das machen, wie kann ich das verstehen? Und aus den kleinen Erfahrungen, die ich mit Eurythmie machen konnte ich also schon merken, hier wird was gezielt gemacht und das macht was mit mir, das kommt bei mir an. Und ja, dann die Frage, ja, kann ich damit nicht auch an verschiedenen Stellen im Brotbereitungsprozess, der ja jetzt auch nicht einfach nur so ein Beton anmischen und backen ist, sondern es ist ein lebendiger Prozess, wo ganz viel passiert, wo ganz viele Stufen durchlaufen werden, von dem Korn, das gemahlen wird. Dann kommt das Wasser dazu, das ist also ein intensives Kneten und Quellen und Auseinandersetzen mit dem Wasser. Dann muss das ruhen, dann wird es gewirkt, also umgestülpt, könnte man sagen. Es kommt mit Luft und Licht in Verbindung, Wärme bei der Gare und dann noch das Backen, das ja auch eine Umwandlung ist. Also ganz viele Stufen. Und ja, kann man da also A, es besser verstehen, was passiert da eigentlich? Und B, kann ich, wenn ich an irgendeiner Stelle merke, hier ist ein Mangel, kann ich das unterstützen, indem ich eben dann etwas ganz Konkretes gelernt habe, was ich tun kann. Es gab ganz viele verschiedene Wege, verschiedene Möglichkeiten in Beziehung vom Mensch, von sich selber zu den Pflanzen zu kommen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die Eurythmie ist für mich so wie ein Vermittler zwischen mir und den Pflanzen und der gesamten Umwelt. Und Umwelt eigentlich ganz weit gefasst, Umkreis bis ins Kosmische hinein eigentlich. Weil die Eurythmie, die versucht, etwas abzubilden durch die menschliche Gebärde, wo damit etwas ausdrückt, was sonst unsichtbar vorhanden ist. Also bei der Lauteurythmie haben wir jeden Laut, der hat ja ein Wesen, einen Charakter, und das sind ganz universelle Kräfte, die eigentlich hier in diesen Laut wirken. Und die wirken eben nicht nur mit der menschlichen Sprache, die Laut wirken auch in den Pflanzen, in allem, was lebt. Und für mich ist das so eine Möglichkeit, mit den Pflanzen zu kommunizieren. In einer eurythmischen Behandlung nehmen wir Bewegungsprinzipien. In der Eurythmie sind das die Laute, das sind Gestaltungsbildekräfte. Von der Peripherie zum Zentrum hin eine verdichtende Bewegung ist das B. Ein L ist ein Zyklus, eine Prozessbewegung, die versucht, die Dynamik von innen zu verstärken in den Umkreis raus. So ist jeder Grundbewegung, Bewegungstypus, eine eigene Qualität zugeschrieben. Wenn ich jetzt den Eindruck habe, eine Pflanze, die kommt nicht in Wachstum, die ist gehemmt, die ist zu eng, die ist vielleicht auch ein bisschen trocken gehalten. Physisch gibt man ihr Wasser, damit sie sich entfalten kann. In der eurythmischen Behandlung gebe ich ein L, wo die Pflanze wie ein Saft, wie Wasser aufnimmt und sich dadurch stärker bis in die Blattperipherie entfalten kann. Bei den Äpfeln war die Fragestellung vom Äpfelbauer, kann man die süsser machen? Dann muss ich mir zuerst einmal überlegen,
was ist Zuckerprozess? Was für eine Bewegung braucht es von Wärmeprozess, wo über die Sonne kommt? Was passiert in diesen ganzen chemischen Prozessen in der Pflanze? Das kann man alles übersetzen in Bewegungen. Und diese Bewegungen versuche ich dann als Behandlungsreihe zu entwickeln und dieser Pflanze zu vermitteln. Auf eine Art ist es natürlich komisch im ersten Moment, oder? Wenn man quasi an eine Pflanze hergeht, an einen Baum hergeht und da bestimmte Gestik macht. Aber für mich ist eigentlich der Zugang auch so, dass ich probiere zuerst zu erleben, was macht die Pflanze, was macht der Baum für eine Gestik. Und probiere das irgendwie nachzuformen. Das ist eigentlich der erste Schritt, oder? Nachformen, was macht der Baum für eine Bewegung, was macht er für eine Geste. Und im zweiten Schritt ist eigentlich zu merken, aha, in der Eurythmie würde man dieser Geste so sagen. Das würde dem Laut entsprechen. Und ich bin natürlich nicht professioneller Eurythmist, aber trotzdem kann ich mit dem ein bisschen nähern. Und der dritte Schritt ist ja eigentlich, dann selber nachher an die Pflanze herzugehen mit einer bestimmten Gestik. Also eine Kommunikation aufzubauen. Und das ist natürlich sowieso gegenüber Pflanzen ein bisschen etwas Schwierigeres als zum Beispiel gegenüber Tieren. Es ist für viele Leute ganz normal, dass man mit Tieren spricht. Obwohl man kann sagen, ja, eigentlich müssen wir ja nur mit Menschen sprechen. Mit Tieren muss man ja nicht sprechen. Aber Leute, die Umgang haben mit Haustieren, die sprechen mit diesen Haustieren. Und es ist schon ein bisschen noch eine weitere Stufe, wenn man mit Pflanzen spricht. Das ist noch ein bisschen weniger häufig. Und ich glaube, die meisten Leute, die mit Pflanzen sprechen, die machen das auch nicht sehr laut, weil sie irgendwie sich vielleicht selber ein bisschen komisch vorkommen dabei. Und da ist es natürlich noch ein weiterer Schritt, wenn man da noch eine Gestik dazu nimmt. Das ist schon so. Was für mich bei Arte Nova wichtig ist, dass Arte Nova mit sehr verschiedenen Dimensionen arbeitet. Das heißt, sie arbeitet mit dem Menschen, mit seinen ganzen Erlebnisfähigkeiten, insbesondere mit dem sinnlich erlebenden, tätigen Menschen, aber auch mit dem Menschen, der sich bewegt, der Mensch, der mit seinen Lebenskräften arbeitet, aber auch seelische Qualitäten spielen eine fundamentale Rolle, bis hin eben zu dem Menschen als denkendes Wesen. Und dieser Riesenspektrum an Auseinandersetzungen ist etwas, was Arte Nova in gewissem Sinne auszeichnet von anderen Forschungsrichtungen, die sich auf ganz bestimmte Dinge beschränken, während Arte Nova eigentlich einen relativ großen Horizont hat, vor allem halt eben auch durch die Tatsache, dass die Eurythmie bei Arte Nova eine zentrale Rolle spielt. Und die Eurythmie ist ja eine Ausdrucksform des gesamten Menschen, nicht nur des Bewegungsmenschen, sondern auch des seelischen und des geistigen Menschen. Und dass dann diese verschiedenen Dimensionen des Menschen auch in Bezug zu den entsprechenden Dimensionen der Natur hergestellt werden, das ist eben das Großräumige oder wie soll ich sagen, das Umfassende, was Arte Nova beinhaltet, was wir natürlich nicht alles erfüllen können, aber was Arte Nova von vornherein einen großen Atem gibt. Beim Brot hat der Steiner eine Anregung gegeben, zu versuchen, ob man
aus der Polarität Honig und Salz, also mit Honig und Salz oder aus Honig und Salz ein Triebmittel entwickeln kann. Also das ist ein Brot, das eben ganz neu ist von der Idee her und so zubereitet wird, dass da keine Hefe, kein Sauerteig, kein Backferment reinkommt, sondern dass durch den Honig, der ja eine Mikrobenwelt mitbringt, der bringt Hefen und Milchsäurebakterien mit, dass da heraus durch die Teigführung eine spontane Gärung entsteht, sodass dieses Brot jedes Mal, wenn es gemacht wird, neu entsteht. Pakethefe kommt aus dem Kühlschrank. Sauerteig habe ich ja vom letzten Mal Sauerteig abgenommen. Der kann also auch, ist so ein Traditionsstrom, wenn man so will. Aber dieses Brot hier, das entsteht immer, wenn man es macht, neu. Und da kann man jetzt aus verschiedenen Richtungen blickend sagen, das hat was mit Hier und Jetzt zu tun. Das ist ein Hier und Jetzt Brot. Und deshalb glaube ich, dass man in der Richtung weiter suchen kann. Das ist möglicherweise nicht die einzige Form, wie man das machen kann. Da ist also wieder Entwicklung, Forschung. Ich erwarte, dass das aber erst so richtig fruchtbar werden kann, wenn auf der anderen Seite die Getreideentwicklung, also die Entwicklung neuer Weizensorten, auch wirklich neue Qualitäten hervorbringt. Das ist aber noch in Entwicklung. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Und ich denke, dann wird das auch wieder ein neues Backen befruchten. Also das wird zum Miteinander gehen. In der Eurythmie haben wir eine Bewegungsreihe aus 12 Bewegungsabfolgen. Die wird Evolutionsreihe genannt. Das sind 12 Stufen von verschiedenen Bewegungsprinzipien. Und interessanterweise können wir diese 12 Bewegungsprinzipien in verschiedenen Entwicklungszyklen wiederfinden. Zum Beispiel im Backprozess vom Korn bis zum Brot. Oder in der Getreideentwicklung vom Korn bis zum Korn. Und jetzt ist interessant, dass die grundlegende Evolutionsreihe, das Evolutionsprinzip, wieder entdeckbar kann sein in diesen Back- oder Wachstumsprozess. Und da kann man Parallelen finden. Was in dem einzelnen handwerklichen Prozess beim Backen entsteht, entspricht einem speziellen Gestaltungsprinzip in der Evolutionsreihe. Also für mich war es spannend in der Zusammenarbeit mit Tanja sehr schnell zu merken, dass jemand, der ganz aus der künstlerischen Richtung kommt, trotzdem Bilder und Prozessschritte vermittelt, die mir als Handwerker total vertraut sind und wir sozusagen nur eine gemeinsame Sprache finden müssen, um uns da auszutauschen. Und eben, das kenne ich auch schon aus der Zusammenarbeit mit dem Getreidezüchter, dass in dieser Wechselwirkung alle Seiten profitieren. Also die Eurythmie beleuchtet mir etwas, wo ich so noch nicht hingucken konnte. Und umgekehrt mag es das auch geben, dass in dem Prozessbeobachten eines Bäckers für den Eurythmisten noch
Aspekte eines Lautes auftauchen, die er so noch nicht angeschaut hat. Und das ist einfach für mich eine Form des lebendigen Miteinanderarbeitens, was auch wirklich weiterführt. Und es ist in keinem Moment ein Überstülpen von einem Wissen, was irgendjemand hat. Und da musst du jetzt dran glauben. Ich als Getreidezüchter und Bäcker fühle mich in der heutigen Zeit ziemlich herausgefordert, was die Verhältnisse anbelangt, in denen wir leben, mit handwerklichen Schritten und im Zusammenhang mit der Natur an Getreide und Brot zu arbeiten. Und es ist für mich gerade, weil wir so wenig in diesem Bereich tätig sind, als Menschen handwerklich immer weniger tätig sind, die Motivation da, diese Arbeit an der Pflanze und am Brot intensiv zu betreiben, dieses Wesen Getreide und das Wesen des Brotes innerlich zu verstehen und auch Verwandlungen an Getreide und Brot und insbesondere bei mir Getreide zu erreichen. Also Getreide, die heute bekannt sind, in neue Formen. Das mag Geschmack, das mag auch die äußere Form, also die Standfestigkeit und Ähnliches betreffen, umzuwandeln in einer Weise, die nicht mit technischen und manipulativen Eingriffen, also im Sinne von Aufschneiden oder Gentechnik gemacht werden, sondern im Zusammenhang mit dem natürlichen Vorkommen unserer Rhythmen, die wir haben, Sonnenrhythmen, Erdenrhythmen, kosmische Rhythmen, damit zu arbeiten und die impulsiv an der Pflanze wirksam werden zu lassen und sie umzuwandeln. Naturgemäß kommt eine Pflanze vom Samen bis über die Entwicklung ihrer Blätter, ihrer Blüten wieder zum Samen und zum säfertigen Korn. Also da gibt es etwas, was aufeinander aufbaut in einem fließenden Übergang. So ähnlich erlebe ich auch die Evolutionsreihe in der Eurythmie. Und es scheint tiefen Sinn zu machen, genau die Entwicklung eines Getreides zu betrachten und in Anlehnung an die Evolutionsreihe herauszufinden, an welchen Stellen wir da regulierend eingreifen könnten. Mit dem Erkennen der Evolutionsreihe, die als Entwicklungsreihe in jedem Naturprozess, vermute ich, auffindbar ist, jedenfalls in der Pflanze deutlich findbar ist, ist das Gesamtbild der Pflanze viel näher an mich rangerückt. Und das Pflanzenverständnis für die einzelnen Schritte und welche Kräfte und Gesten, Bildegesten da wirksam werden, deutlicher geworden. Die Evolutionsreihe hilft, wie die Pflanze gläsern zu machen in ihren einzelnen Entwicklungsschritten. Die Arbeit von Arte Nova, dort geht es ja darum, zu schauen, wie das, was man aus der Eurythmie kennt, nämlich wie die Qualität von diesen eurythmischen Gesten, wo ja auch die Qualität von Laut ausdrücken, wie die einen Zusammenhang haben oder eine Wirkung haben zu Lebensäußerungen von Lebewesen. Und das ist natürlich ein möglicher Zugang auch wieder zum Mehrverstehen der Lebewesen. In den Vorversuchen, die wir aufgrund langer Überlegungen und Analysieren der Evolutionsreihe und des Pflanzenprozesses dann angelegt haben, haben wir ja deutlich das vegetative Pflanzenwachstum in Bezug auf die erste Hälfte der Evolutionsreihe gesehen und das generative Pflanzenwachstum in Bezug auf die zweite Hälfte der Evolutionsreihe gesehen. Um es nochmal zu nennen, von B
bis L die erste Hälfte der Evolutionsreihe und von G bis T die zweite Hälfte der Evolutionsreihe. Und unsere Annahme war, dass wir mit der ersten Hälfte auf das vegetative Wachstum der Pflanze wirken können. Stoffbildung, Blattbildung, Halmbildung, sie kräftiger ausbilden, tiefer wurzeln. Und die Annahme für die zweite Hälfte der Evolutionsreihe lautete, dass sie sich mehr konzentriert auf die Ausbildung der Frucht, auf das Gestalthafte und eventuell auch Resistenzen ausbildet gegen Pilze, weil eine feinere Gestaltung und Kräftigung der Zellverbände und Blätter einfach auch Pilzangriffe vermindert. Und diese Versuche haben wir angelegt und es hat sich in den ersten Ergebnissen gezeigt, dass Pflanzengruppen, die eben mit der unteren Hälfte der Evolutionsreihe behandelt worden sind, länger im Grün stehen geblieben sind und später ihre Ähre ausgeschoben haben und später abgereift sind. Das deutet ziemlich sicher auf eine Unterstützung des vegetativen Wachstums hin, der Stoffbildungskräfte. Gewonnen wäre damit sehr viel, weil gerade in solchen Zeiten, wie wir jetzt haben, wo die Klimaverhältnisse sich zur Trockenheit hin entwickeln, zur Unregelmäßigkeit auch, gerade dann kann man so ein vegetatives Wachstum gebrauchen bei der Pflanze, dass sie dem Widerstand geben kann, dass sie tiefer wurzelt, sich besser mit dem Wasser verbinden kann, Stoff ausbildet und der Trockenheit trotzt. My name is Wessel Kramwinkel. I work with CSO, translated in English. It's the Research for Tastes company. And we do sensorical research, mostly for companies like Albert Heijn, retailers, Lidl. Today, it's not about an hedonic test. So with an hedonic test, it's about which one is better than the other and how can we improve the product. But in this test, it's more about a distinguish of differences. So the goal of the test is not to see how can we improve, but it's are there differences, yes or no? And if there are differences, where are the differences found? Is it about the density of the bread, or is it about the sourness of the odor? So the first goal objective is, are there differences, yes or no? And the second one is, where are the differences? The distinguish of the products we'll do with a triangle test. And the triangle test is as follows. I have 3 plates with 3 different numbers on it. And we have 2 types of bread. We have the untreated bread and we have the treated bread. And I'll put on 2 of the plates, I bring 1 slice of the same bread. And on the last bread, just 1 slice of the other. And the question we ask the panelists is simple. Which of the sample is the deviating sample? And of course, 1/3 of the panelists will have it correct, because that's the chance of guessing the correct one.
But if the number increases from 1/3 of the panelists to, let's say, the half of the panelists, you get a statistical reliable answer that there is a distinguish between the breads. But you don't know why the breads are different. You don't know which of the breads are better. And therefore we do an extra test to ask where are the differences. Is it about the sourness? Is it about the sweetness? Or is it about the density or the fluffiness of the bread? So the first objective is the triangle test, and then we'll do a ideal profile method test, as it's called. Die verschiedenen Geschmackstests in Holland haben für uns sehr interessante Ergebnisse gezeigt. Bei Äpfeln zeigte sich im Dreieckstest, dass die eurythmisch behandelte Variante eindeutig von der unbehandelten unterschieden werden konnte. Beim Geschmackstest wurde auch die Gesamtnote bewertet. Und wir sehen hier, dass bei 2 verschiedenen Sorten, Raika und Arriva, jeweils die behandelte Sorte höher gewertet wurde als die unbehandelte. Bei Raika und auch bei Arriva. Die Unterschiede waren jeweils signifikant bzw. hochsignifikant. Wir haben auch das Brot untersuchen lassen, und zwar 2 verschiedene Herstellungsverfahren. Einmal das Hefe-Fermentbrot und einmal das Honig-Salzbrot. Und es hat sich gezeigt, dass beim Hefe-Fermentbrot es gar keine Unterschiede gab, während beim Honig-Salzbrot das behandelte signifikant milder war als das unbehandelte. Also die Säure war deutlich höher bei dem unbehandelten Brot gegenüber dem behandelten. In dem Geschmackstest haben wir auch die Konsistenz des Brotes untersuchen lassen. Und es zeigte sich wiederum, dass beim Hefe-Fermentbrot es überhaupt keinen Unterschied gab. Während beim Honig-Salzbrot sehen wir, dass das behandelte Brot signifikant luftiger war als das unbehandelte. An den Ergebnissen sehen wir, dass es ganz stark davon abhängt, für jede Situation die richtige Behandlung zu finden. Nicht jede eurythmische Geste oder Gestenreihe wirkt auf jeden Prozess. Im Honig-Salzbrot hatten wir große Unterschiede, im Hefebrot keine. Nur wenn wir in jedem Moment wahrnehmend, offen in die Prozesse reingehen und diese in eurythmische Gesten übersetzen, können wir auch die wirksamen Gesten finden und so unsere Aufgabe als Mitgestalter für die Zukunft ergreifen. Ich habe ja nun eine ganze Arbeitsbiografie in die Entwicklung dieses Verständnisses um das Brotbacken gesteckt. Und die Eurythmie begegnet mir jetzt am Ende dieser Arbeitsbiografie. Und das ist für mich schicksalhaft total interessant und spannend anzuschauen, wie ich jetzt merken kann, dass eben diese ganzen Jahre nötig waren, um jetzt in diesem Moment sozusagen am Ende dieser Arbeitsbiografie überhaupt die Voraussetzung erst zu haben, die Möglichkeiten der Eurythmie zu verstehen. Also dadurch habe ich mir die Tür geöffnet, jetzt zu verstehen, was steckt da für ein Potenzial in dieser Eurythmie. Und ich bin jetzt überzeugt, ich bin sicher, dass da drinne eben die Möglichkeit steckt, dem Bäckerhandwerk, dem wirklichen handwerklichen Bäcker, etwas an die Hand zu geben, was ihm auch in der Zukunft weiter helfen wird, für die Menschen seiner Zeit das richtige Nahrungsmittel herzustellen. Was ich mir von Arte Nova wünsche, sind eigentlich 2 große Dinge. Das eine ist eben, dass wir versuchen können, in der Welt zu zeigen, dass eben durch eine künstlerische, produktive Tätigkeit
eine fruchtbare Wirkung auf Pflanzen und Menschen, vielleicht auch Tiere stattfinden kann, die man so darstellen kann, dass es überzeugt, also einerseits persönlich, andererseits eben auch durch Publikationen oder eben dann bestenfalls wissenschaftliche Studien. Das ist die eine Seite, das ist sozusagen die Seite der Demonstration, dass es hier etwas gibt, was verfolgenswert ist. Die andere Seite ist mehr so die innovative Seite, das Produktive, wo Ideen generiert werden, etwas ausprobiert wird, was dann vielleicht wieder verschwindet, aber wo man versucht, Neues zu entdecken, Neues zu versuchen, ohne jetzt gerade mit dem Anspruch, dass jetzt schon das endgültige Form haben muss oder publiziert werden muss oder was immer. Also dieser Freiraum für Innovation oder neue Ideen oder neue Zusammenhänge, der scheint mir sehr wichtig. Das Anliegen bei Arte Nova ist die Wirksamkeit ätherischer Bewegungen aufzuzeigen. Das haben wir in diesen 3 Projekten erforscht. Die Verantwortung, die dadurch entsteht, dass wir selber durch Bewegungen Prozesse unterstützen und verändern, die kann immens gross werden. Damit wird Eurythmie in eine Anwendungskunst weiterentwickelt. Das macht Mut, dass wir mit eigenen Bewegungen, mit eurythmischen Bewegungen aktiv in unserem Umfeld mitgestalten können.